Wir suchen gebrauchte Roller. Jeder hat 4.000 € Budget. Ich habe gedacht, ich nutze mal die Zeit und suche nach meinem Traummodell. Ich habe hier den ersten Roller unter 4.000 gefunden. Da kannst du ja gar nichts mit anfangen. Oh. Was denn? Hast du sehen? So, den Roller, den wir uns jetzt anschauen, den habe ich auf eBay Kleinanzeigen gefunden. Und zwar ist das bei Vespa Christian, wie man unschwer erkennt. Er hat ein paar sehr interessante Roller online und einen davon wollen wir uns jetzt anschauen. Servus, bist du Christian? Servus, ja. Alles klar, da geht's hoch? Ja, bitte. Okay. Hi, Servus, ich bin herzlich Jesko. willkommen. Hallo. Das war Christian. Christian, freue mich. Nico, hi. Freue mich. Ja, schöner Laden, aber Ja. oh, da hinten sehe ich auch schon mehrere Roller Ja. stehen. Ja, das Deswegen sind wir eigentlich hier, Ja. auch wenn die Fahrräder auch sehr schön sind. ja, Christian. Aber du verkaufst Vespa. Ich verkaufe Vespa, ja. Alles klar. Und ich habe online eine sehr schöne 67er Vespa gesehen, wegen Ja. der bin ich hier. Ja, Wo finden wir die? die steht nach unten, also im Keller. Oh ja, das ist Das ja... ist schon als Also bitte schaut mal, Beispiel. die Reihe, das ist mal wirklich was Schönes, finde ich, ne? Mit allen Farben der Bonbon-Tüte, oder? Was ich online entdeckt habe, Ja. war eine 67er, 50er Ja. für 4.290 €. Welche ist das? Ich glaube, ich sehe es schon. Die Gel Positano. Okay. Das ist eine Originalfarbe. Ja. Okay, also, und das hast du ja gerade schon beantwortet, das ist ein Roller, den hast du so gekauft. Ja. Deswegen ist er ein bisschen günstiger Ja. als die anderen, weil das keine Restauration ist, für die du stehst. Ja. Was ist jetzt für mich wichtig? Wenn ich mir so einen Roller das erste Mal anschaue, gerade einen restaurierten Roller, dann ist das Erste, was einem ins Auge fällt, ist der Lack. Ne? Und der Lack, muss ich sagen, sieht erstmal vom Weiten ziemlich gut aus. Weil ich sehe keine Orangenhaut. Es gibt so ein paar Stellen, er hat hier Risse. Das ist leider etwas, was sehr verbreitet ist, was sehr normal ist. Und die schlimmste Stelle dafür ist, und da möchte ich euch darauf bitten, immer darauf zu achten, eine Vespa hat hier Bleche, die hier aufeinander stoßen. Ne, das Beinschild und dieser Falz, der gehört noch hier zum inneren Blech. Bei einer Original-Vespa kann man quasi zwischen diese Bleche, oder bei einer Originallackierung kann man quasi zwischen diese Bleche schauen. Da ist noch eine Lücke. Bei, ich sag mal, Minimum 95% aller Restaurationen ist diese Lücke weglackiert. So auch bei dieser. Das ist normal und das führt immer früher oder später dazu, meistens hier am Ende, aber auch gern hier in dem Bereich, dass der Lack reißt. Und man sieht, das ist dem Verkäufer damals auch passiert. Hier der Schuh, an dem die Bleche zusammengehen. Die Bleche sind hier mit Schweißpunkten verbunden, mit so Elektroschweißpunkten. Wenn diese Schweißpunkte sehr stark zu sehen sind und das Material sich dazwischen wölbt, heißt das, zwischen den Blechen ist Korrosion, dass die Bleche auseinanderdrückt. Ein weiterer schwieriger Punkt bei Vespa Smallframe ist das Blech hinterm Kotflügel. Der Smallframe-Rahmen hatte sozusagen einen Schwachpunkt. Und zwar hat sich gerne der Rahmen verzogen und das merkt man an einer Welle, die man hier hinter dem Kotflügel sieht oder spürt. Sehe ich nichts, ist erstmal ein gutes Zeichen. Der Lack ist gut lackiert, könnte aber besser sein. Für den Preis ist es aber okay. Also erstmal sehe ich, dass er auch innen lackiert wurde und dann sehe ich hier Eine originale. diese originalen italienischen Ja, Papiere. italienische, ja. Das heißt, der Roller hat italienische Papiere, noch keine deutschen Papiere. Ja. Okay, jetzt denkt ihr euch als erstes, was bedeutet das für euch, wenn ihr so einen Roller kauft? Ist ein bisschen schwierig. Ich weiß, dass es viele Leute gibt, die sich einfach 50er Papiere holen, auch wenn sie nur die italienischen Papiere haben. Ja. Und sagen, das ist in Europa kein Problem. Ich will mich da jetzt allerdings nicht aus dem Fenster lehnen. Es gibt viele Leute, die sagen, man muss erst deutsche Papiere machen lassen und erst dann sich das Kennzeichen holen. Wie gehst du vor? Also ich anbiete bei jedem Kunde auch deutsche Papier. Ja. Also sind schon Kunden, die wollen unbedingt deutsche Papier. Ja. Und sind schon Kunden, die wollen einfach die Original und einfach zu der Versicherung gehen und ein Nummerschild, einfach, das ist die einfache Lösung. Okay. Aber ich anbiete jedes Mal
zum jedem Kunde einfach auch deutsche Papier. Was kostet das? Das kostet ungefähr 200 €. Okay. Dauert einen Tag und das war's. Und dann mache ich auch anbieten, also mache ich alles und dann die Kunde bekommt die Rolle auch mit Paragraph 21. Ja. Mit alle deutsche Papier. Worauf man noch achten kann, was auch gerade viel über eine Restauration aussagt, sind so Sachen, wie wurden die Trittleisten angebracht. In dem Fall, Christian hat mich vorhin schon darauf hingewiesen, schief. Ja, ne? schief. Also genau, das ist halt nicht perfekt. Ja. Ist jetzt auch keine große Katastrophe. Also wer jetzt ein Freak ist, der wird es sofort sehen. Auch diese Bürdelkante hier ist nicht perfekt gebürdelt. Hier unten etwas stärker, hier sitzt sie nicht richtig, sie ist sogar leicht wabbelig. Ist auch keine Katastrophe, spielt aber alles in den Preis rein. Was sich immer empfiehlt bei den alten Tanks, ne? Also viele Tanks rosten mit der Zeit von innen. Und das nervt irgendwann ziemlich, weil der Rost geht halt in den Benzinhahn und dann irgendwann in den Vergaser. Oder er verstopft also entweder in den Benzinfilter oder in den Vergaser früher oder später. Und diese Tanks vernünftig zu restaurieren nervt ziemlich. Also kann man hier reinfassen und mit dem Finger oben an dem oberen Blech entlang gehen. Das hört sich doof an, weil da ist ja kein Benzin, aber dafür rostet es da früher, ne? Wo halt Sauerstoff hinkommt. Aber Christian, du kannst dir wahrscheinlich auch so sagen, es fühlt sich erstmal hier oben sehr gut an. Ja. Gibt es Rost im Tank? Also ich habe gar nichts gemerkt. Also ja. Das ist alles sauber. Wirkt erstmal sehr gut. Tank ist immer problematisch. Also ich würde immer empfehlen, einen neuen Tank zum Einbau, dann gehst du auf die sichere Nummer, dann hast du schon, Tank ist sauber. Was man auch immer checken sollte, ist, wie die Gabel, in welchem Zustand die Gabel ist. Dazu lege ich den Roller leicht hier zur Seite und gucke, ob ich Spiel finde. Erstmal nicht. Und dann bewege ich das Rad hin und her. Und wenn es so kleine Punkte gibt, an denen das Rad stehen bleiben möchte und dann wieder leichter geht, dann sind das Rastpunkte im Lenkkopflager. Das muss dann getauscht werden, weil bei der Fahrt fährt man dann permanent zickzack. Ne? So, also beides merke ich nicht. Macht einen guten Eindruck. Wie findet man raus, ob der Rahmen gerade ist? Ein Trick ist natürlich, Nico, kannst du mal das Rad gerade halten? Das ist natürlich maximal ungenau, aber es ist schon ein relativ guter Hinweis. Wenn man das Rad gerade stellt, kann man versuchen, von vorne zu peilen und man kann sehen, ob die Räder A in der Flucht sind und B auch gerade zueinander stehen. Ne? Das sieht schon mal ganz gut aus. Man kann versuchen, über den Zapfen die Verschraubung hin zum Holm zu peilen und dann kann man häufig schon bei verzogenen Rollern ganz gut sehen, dass etwas nicht stimmt. Nico, worauf achten wir beim Motor? Also als erstes gucke ich bei einem Motor tatsächlich, ob er mit Felgensilber komplett überlackiert ist, um irgendwas zu vertuschen. Ein Schelm, wer sowas denkt. Ja. Aber in dem Fall, ich habe vorhin schon einen Blick riskiert, der ist schön trocken, da ist nichts vertuscht. Kann natürlich auch trocken sein, weil kein Getriebeöl mehr drin ist, das wissen wir jetzt nicht. Aber ich denke, das ganze Fahrzeug, Jesko, ganz ehrlich, macht einen sehr soliden, ehrlichen Eindruck. Ah, sehr gut. Da ist er. So. Ich probiere mal einmal ums Haus rum. Gut, also läuft, springt an, hat jetzt auch nicht hochgedreht oder sowas. Naja, Temperament ist natürlich bei einer originalen Fuffi überschaubar. Ja. Bremsen haben funktioniert, Hupe funktioniert. Komm, Nico, wir ziehen uns mal zurück und machen mal eine Taktik aus. Also Nico, erste Problem ist, ich habe mich in den Roller verliebt. Okay. Also der Christian möchte mir zwar lieber einen anderen Roller geben, weil er den eigentlich nicht so schön findet wie seine anderen Roller. Aber ich finde das Modell geil, ich finde die Farbe geil, mir gefällt einfach der Roller. Es gibt halt mehrere so kleine Zusammenbaufehler, das weist immer darauf hin, dass man im Laufe der Zeit auch noch was findet. Aber wie gesagt, das ist ja jetzt nicht sein restaurierter Roller gewesen. Die Frage ist, was bieten wir ihm jetzt dafür? Also wenn wir auf 4 runterkriegen, was war sein Preis? Nee, die 3 muss vorne stehen. Die 3, nee, dafür ist, das muss tatsächlich nur sein. Die 3 muss vorne sein. Ich sehe 3,8. Auf 3,8, dann kriegst du mich beeindruckt. Schau mal, wie weit ich komme. Okay, komm.
So, Christian, jetzt kommen wir zum spannenden Teil der ganzen Sache, auch ein Teil, bei dem ich eigentlich immer relativ schlecht bin, nämlich zu den Verhandlungen. Ja. Also, du hast das Ding mit 4.290 € Verhandlungsbasis im Netz stehen. Um mal zusammenzufassen, was meine Meinung zu dem Roller ist. Ich finde, er ist schön. Dass für den Preis ein paar Lackmängel bestehen oder sowas, finde ich überhaupt nicht schlimm. Das ist völlig okay. Was mich halt ein bisschen mehr nervt, sind Kleinigkeiten, die zwar behebbar sind, aber wo ich dann halt später wieder Zeit reinstecke. Deswegen würde ich gerne mit dir über den Preis noch mal verhandeln. Christian, wie weit könntest du uns denn entgegenkommen? Also, ich sage euch also jetzt ehrlich, wegen die Karosserie, weil nicht perfekt ist, ein paar Kleinigkeiten. Deswegen ist schon jetzt vom Unterschied vom Preis, was ich normal verkaufe, also was ich an normale anbieten, also eine perfekte Rolle. Aber wir sind schon weit weg unten mit Preis bei dem Roller. Also, aber ich kann euch trotzdem anbieten in der Richtung 3,850. Und du hast ja gesagt, du würdest diese Schaltzüge noch einstellen. Ja, okay. Das wäre alles gemacht. Gut, also dann würde ich sagen, da du uns schon viel entgegengekommen bist, möchte ich jetzt gar nicht mehr allzu viel verhandeln, aber 3,8 war das, was ich im Kopf hatte und darauf würde ich sofort einschlagen. Okay. Okay? Ja. Christian, vielen Dank. Danke. Sehr schön. Dann hat mich gefreut, dass wir mal bei dir vorbeischauen konnten und wir sehen uns demnächst in Landsberg. Ich wünsche Ihnen viel Spaß noch. Danke dir. Ciao. Ciao, ciao. So, heute ist der Tag, an dem Christian uns den Roller bringt und ich habe schon mal das Geld abgezählt. Ich hoffe auch alles richtig. Jetzt muss nur noch Christian mit dem Roller hier auf den Hof fahren. Ihr müsst ja, eins muss ich jetzt noch mal sagen, ne? Ich mag ja den Roller sehr. Christian allerdings war ein bisschen enttäuscht, dass ich den Roller ausgesucht habe, weil er sonst perfekte Restaurationen anbieten will. Allerdings, ich hatte ein Budget von 4.000 €. Ja, für 4.000 € kriegt man keine perfekte Restauration, selbst bei Christian nicht. Ja. Also musste ich auf den Roller zurückgreifen. Deswegen wollte ich noch mal sagen, auch wenn das nicht perfekt restauriert ist, es ist ein wahnsinnig gutes Angebot für das Geld. Deswegen haben wir ihn genommen. Super. Und Christian, wir wissen, dass deine Roller sonst den perfekten Lack haben. Also ich versuche, eine perfekte Roller zu verkaufen. Also. Aber ganz klar, für 4.000 € perfekt restaurierten Roller gibt es nicht. Von daher ist das für das Geld der perfekte Roller. Ja. Und wir sind sehr glücklich damit. Springt sofort an, perfekt. Perfekt. Das ist ein original Libretto. Das ist tatsächlich noch sehr original. Noch intakt. Das ist noch intakt. Ja, aber das ist immer wichtig, dass man die Originalpapiere hat, weil damit kriegt man die Deutschen relativ leicht. Ja. Jeder Kunde von mir bei Kaufvertrag unterschreibt, da kriegt er auch eine Flasche Prosecco von mir. Ah, cool. Ah, sehr cool. Ja. Vielen Dank. Ja. Was ist das für ein Prosecco? Das ist ein Prosecco, sag mal so, ist direkt von der Hersteller. Also ich kaufe direkt von der direkt vom Erzeuger? Ja. Welche Gegend? Aus Bologna, ja. Sehr gut. Ja, sehr ja, gut. Ja. Die Roller, ich glaube, kommt aus Sizilien. Also. Wenn bin ich richtig, ja. Ja. Okay, super. Dann den machen wir gleich auf. Aber du kriegst ja auch noch was von uns, das ist ja sehr wichtig. Ja. Sieht man gleich, er ist viel routinierter am Geld sehen als ich. Habt ihr das? Unterschrift. Alles hochoffiziell jetzt. Alles so. Endlich neuer Roller. Und wir fragen uns alle schon, warum ist Nico hier? Ganz klar. Irgendwer muss den Prosecco aufmachen. Ja. Oh, jetzt. Prost. Prost.